Let's go. Tschüss. Power Baby. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Dienstag. Und zwar gehe ich heute auf Zürich. Ich habe heute eine Ernährungsdiagnostik. Ich treffe den heute am Abend noch und wir gehen noch trainieren. Also ein relativ vollpackter Tag, ein interessanter Tag. Ich nehme euch heute mit und ja, ich habe Zeitdruck, ich muss nämlich auf den Zug. Es ist 7:07 Uhr und in 2 Minuten kommt der Zug. Das heisst, ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir sehen uns nachher. So, ich bin jetzt in Zürich angekommen und bin jetzt gerade beim Erbsen-Institut. Mal schauen, was mich hier erwartet. Ihr seht vielleicht, hey, mein eine Auge hier ist voll geschwollen. Also nicht voll, eigentlich so ein bisschen geschwollen. Ich weiss auch nicht, wäre ich so aufgewacht. Sehr geil. Gregory! Hallo! Wo bin ich da und was kann man da machen bei euch? Du bist beim Erbsen-Institut für Ernährungsdiagnostik und wir machen eigentlich mehr oder weniger eine Analytik, sowohl psychologisch als auch physiologisch, um ein Verständnis für dein System zu generieren, dass du weißt, wie du vom Mindset funktionierst, aber auch physiologisch funktionierst. Und in deinem Fall geht es vor allem auch darum, dass wir die Ernährung optimieren können, um dich aufs nächste Level zu bringen. Aber das ist nicht nur für Sportler, sondern auch für normale Leute, die keinen Sport machen. Also nicht so intensiv Sport machen. Absolut. Oder? Also durchs Beet haben wir von untrainiert, schwerübergewichtig und irgendwelchen Stoffwechselproblemen zu Hochleistungssport. Also das ist bei uns sind alle irgendwo willkommen. Perfekt, super. Sehr gut. Also, machen wir das kurz. Du kannst eigentlich schnell dafür stehen. Seht ihr, was ich Fett, also Körperfett haben? Ja, theoretisch siehst du das, wobei das ist nur aufs Unterhautfett bezogen. Ja. Und das Gesamtkörperfett müsstest du jetzt natürlich mit dem viszeralen Fett noch. Ja. Mit dem kannst du auch das viszerale wirklich messen. Das ist so ein bisschen mehr oder weniger genau von der Angabe her vom Körperfett prozentual. Einstellungstechnisch, nicht schlecht. Ja, da kann ich den Ergometer verrocken. Ja, der kann schon, also der ist ja einigermaßen stabil. Der geht eigentlich so schnell. Er giert vielleicht ein bisschen, aber das kannst du ignorieren. Was ist genau der Plan? Eigentlich ist es ein sogenannter, du darfst noch schnell stoppen mit der Maske wahrscheinlich, in dieser Zeit kann ich dir erzählen. Das ist ein Rampentest, also nicht eine Stufe, es geht nicht so stufenmäßig, es ist auch konstant immer ein bisschen. Und zwar relativ flach, das heisst, du bist am Schluss, ja, wahrscheinlich geschätzt schon eine gute halbe Stunde dran. Oder vielleicht sogar, ja, viel länger wahrscheinlich nicht. Und es geht kontinuierlich, wird strenger, bis du nicht mehr kannst. Also sprich, entweder schaffst du es von der Umdrehungszahl nicht mehr, also wenn du unter 70 Umdrehungen gehst, wird du abbrechen. Sonst fährst du einfach deine gewohnte Umdrehungszahl. Schaust du, seit man die gleiche Umdrehungszahl hast. In den ersten 6 Minuten bleibt der Widerstand auf 20 Watt und dann fängt es an strenger werden. Und dann machst du so lange es geht. Ich tue dir in der ersten Phase... Also sind die Wattschritte 20 Watt? Oder? Ja, nein, das sind etwa... nein, da geht um... Also zuerst springt er auf 75 und nachher geht er 76, 77, geht er 70, also alle 5 Sekunden springt er auf. Genau, also kontinuierlich ein dichter Anstieg. Öffnen, schliessen, einmal einschnaufen. Ja... So. Laktat ich dir noch messen. Ich misst das Laktat so lange, bis es wirklich signifikant ansteigt. Ja. Und dann misst es am Ende nochmal und 3 Minuten nach dem Abbruch. Wichtig ist, nach dem Abbruch nicht mehr weiterfahren, kannst einfach so sitzen bleiben. 3 Minuten lang und nachher nimmt die Maske weg, ist erledigt. Okay. Genau. Gibt's noch, nicht aus dem Sattel gehen, nicht reden. Also immer sitzen bleiben, sonst gibt es glaube ich nichts. Nein, darf ich das Wort sagen jetzt? Ja. Also mal eins geht schon, solange du ein Gespräch führst. Ja. Gut, dann haben wir auch alles, das ist Zeit. Du kannst es losladen, ist gut. Das wird der rasant härter. Ich glaube es. So von einem auf den anderen Moment kommt echt Fun. Ja, also da gut, das ist der 75 Watt, oder? Und nachher steigt schon sehr langsam. Also am Anfang das Gefühl, da passiert eh nichts. Aber irgendwann kommt ja so der Moment, das Gefühl hast, okay, jetzt ist es vorbei. Das kommt dann meistens schon relativ schlagartig, das stimmt. Haben wir? 1. Ja, jetzt hast du mal ein bisschen höher am Anfang, dann kannst du jetzt oben runterkommen. Optimalerweise.
Hast du Hitzetraining gehabt? Sag nicht, gell? Soll ich Klima laufen lassen? Ja, kannst du vielleicht. Oder ja? Ja. Was haben wir? 06. Gut, jetzt ist schön angekommen. Gut, kannst stoppen, ist gut, tipptopp. So, dann rein. Wasser. Viel zu tief. Ja, dann wirklich. Je nachdem. Ein bisschen mehr Futter und dann. Ja, das wäre Erholung wahrscheinlich, oder? Wäre auch noch etwas. Die Erholung und das. Also, das System macht irgendwo relativ früh mal zu. Gell? Dann fängt das Herz an, kompensatorisch für das CO2 schlagen, nicht mehr für den Sauerstoff. Das siehst du halt oft. Oder du siehst ja da, der Sauerstoffpuls, der levelt hier ein. Ja. Oder der müsste eigentlich noch viel weiter rauf. Der kommt bei dir, oder? Du kommst jetzt schon auf fast 30. Also das ist ein gigantisches System, aber das ist tendenziell zu wenig Kalorien und dann macht der Körper zu. Also es ist eigentlich so das Klassische, was halt immer wieder passiert. Oder das zeigt einfach, dass der Körper aber eine gewisse Belastung CO2-kompensatorisch schlägt. Ja. Also Prioritäten verschieben sich, das Ziel ist nicht mehr Sauerstoff rein zu transportieren, sondern CO2 raus. Und das passiert immer dann, wenn du in einen Engpass reinkommst. Und meistens ist die Problematik, dass einfach die Kalorienmenge zu tief ist. Im Gesamten, weißt du, dass Belastung über den Tag zu tief bist und dann kompensiert es her. Also, weißt, dann kannst du nicht das Maximum ausschöpfen. Also das System macht da nicht zu. So als auch ein gewisser Selbstschutz. So, das System sagt sich, ja, warum soll ich jetzt mehr Energie transportieren, wenn parallel zu wenig kommt? Also es ist wie so eine Rückkopplung, oder? Und das ist eigentlich nichts, wo jetzt irgendwie... Das heisst, du musst noch mehr essen? Ja, tendenziell würde ich sagen, ist es wahrscheinlich knapp. Also punktuell, weißt du, es ist nicht so, dass du jetzt gerade schaffen von morgen bis am Abend. Es gibt wahrscheinlich Phasen, wo es passt und Phasen, wo es zu wenig ist. So, liebe Leute, der Test ist vorbei. Ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Test. Ich habe nicht so einen hohen Laktatwert erreichen. Ich habe mich wirklich maximal ausbelastet. Aber ich war ein bisschen im Kaloriendefizit, hat der Gregory gesagt. Und körperliche Erholung war nicht die beste. Also ich bin recht belastet momentan. Deswegen konnte ich nicht so einen hohen Laktatwert erreichen, wie ich normalerweise kann, wenn ich erholt bin. Ja. Aber es war gut, ich habe mich maximal ausbelastet und es hat alles sehr gut funktioniert. Ich bin am Schluss bei 430 Watt stehen geblieben. Ja, auf diesem Ergometer eigentlich tipptopp. Bin ich doch in rot, he? Oh nein, es täuscht nur. Auf jeden Fall
Es ist eigentlich rausgekommen bei diesem Test, dass ich einen enormen Grundverbrauch habe von 3000 Kalorien am Tag ohne Sport. Und das ist sehr hoch. Das heisst, ich muss einfach noch mehr essen, dass ich nicht in einem Defizit lande. Weil aktuell bin ich ein bisschen im Defizit. Und das heisst, ich kann mich nicht optimal erholen. Sprich, ich muss eigentlich mehr essen, dass ich noch besser erholen kann und nachher noch besser performen kann. Liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich noch schnell das Video unterbrechen und eine Frage beantworten. Und zwar fragt mich das Watchout, ob ich mal das Ziel habe, auf eine längere Distanz zu gehen oder bei der T100 mitzumachen. Ja, definitiv habe ich das Ziel, mal bei einer längeren Distanz mitzumachen oder bei der T100 allenfalls. Aber ich möchte nicht nur mitmachen, ich möchte auch konkurrenzfähig sein. Deswegen muss ich das Schritt für Schritt aufbauen und aktuell ist noch der Fokus auf der kürzeren Distanz. Aber ich sage, in so 3 bis 4 Jahren peile ich so ab etwa meine erste Mitteldistanz an, also Halb-Ironman. Und ja, jetzt alles Schritt für Schritt aufbauen, dass ich dann dort auch konkurrenzfähig sein kann. Danke vielmals für die Frage. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Video. Hödi, ich bin da. Tag, komm gerade. Kommen Sie rein. Wie geht's? Gut, selber. Das Outfit perfekt für einen Rave. So und Alter. Das wäre nicht so verteilen, Alter. Pulsgurt, Alter. Du weisst genau in den Daten, wenn er einen Ständer hatte. Hödi begleitet mich jetzt beim Säckeln. Wir machen jetzt einen Grundlagenlauf, 45 Minuten. Wirklich sehr gechillt. Da ist noch eine Frage reingekommen. Und zwar, Dario hat erzählt in den letzten paar Videos, wie er eine Wadenverletzung hatte. Ja. Jetzt würde man gerne hören, wie das aktuell der Stand ist. Also, der aktuelle Stand ist sehr gut. Ich laufe jetzt 3 Mal in der Woche. Also aktuell noch nicht mit vielen Intensitäten. Ziemlich easy. Also bei mir ist es so zwischen 5,10 und 5,20 Pace aktuell. Ja, das hat geholfen, dass sich meine Wade regeneriert hat. Und so kann ich sehr gut mit dieser Belastung umgehen. Power Baby. Power Baby. Heute jetzt eine kleine Frage an dich. Wie geht es im Fuß? Und gehen wir da schon wieder schlitteln? Hödi, gell? Lauf gut ins neue Jahr. Ich laufe. Tschüss, Hödi. Also, der Fuß ist gut geheilt, gute Reha gehabt, bin einfach noch zu früh auch arbeiten. Ich spüre immer noch wieder zum Teil etwas, das nicht richtig ist. Ich weiss nicht genau was, ich müsste es mal abchecken, wenn ich ehrlich bin. Schlitteln definitiv nicht. Skifahren und das alles, das ist Wintersport, nein. Das Einzige, was ich mache, ist wandern. Solange ich auf meinen eigenen 2 Füßen stehe, ist es gut. Alles andere, vergiss es. Da gibt noch ein paar gute Vlogs nächstes Jahr. Herr Wiki-Schalter, Ja. wie ist das so, wenn man 7000 Kalorien pro Tag in sich hineinstopfen muss? Ja, am Anfang werde ich es jetzt abwägen. Und ich denke, nachher ist wichtig, dass ich einfach ein gutes Körpergefühl entwickle. Und das gut einschätzen kann. Weil sonst macht man sich verrückt. Aber ja, ich muss jetzt mich daran gewöhnen und reinkommen. So, Hödi, jetzt geht es die Nacht. Was machen wir Schönes? Also, wir haben hier Vollkornteigwaren. Vollkornteigwaren, ja. Verfallen. Ja. Dann haben wir Gemüse. Ja. Peperoni, ein bisschen Rüebli, ein bisschen Zugetti. Gute, gesunde Gemüse. Ja. Die wir kombinieren mit ein bisschen Sauce, die gemacht ist aus Hühnerbouillon. Ja. Und Fleisch von der Metzgerei Kreienbühl. Ich schaue eigentlich, dass ich so 3 bis 4 Mal in der Woche Fleisch esse. Und den Rest tue ich eigentlich mit pflanzlichen Proteinen ergänzen. Tofu zum Beispiel. Und ja, ich schaue eigentlich, dass ich immer Fleisch esse, das regional ist. Und ja, der Kreienbühl, das Vorwald und das Reiden hat eine Filiale. Wirklich super Fleisch, kann ich empfehlen. Dann weiss ich, welches Fleisch von wo kommt. Und das ist mir sehr wichtig. Genau, lieber ein bisschen weniger Fleisch, dafür
hohe Qualität. Es wird auch Poulet Ja. schnetzelt an. Der Bouillon, Haben wir die Soße. das Dann noch haben wir ist unsere Teigwaren. Teigwaren und bei denen ist das Gemüse parat. Ja. Sehr schön. So, wieder abstellen, wir tun dann nicht wieder Zeit. Wie machen wir nachher noch das Gemüse? Das Gemüse tun wir ganz schnell kurz in der Soße reinkochen. Dann geben wir das Gemüse mit dem Fleisch rausnehmen aus der Pfanne, mit dem Fleisch separat würzen. Tun dann die Soße in die Pfanne, tun das Gemüse rein, tun das Gemüse weich kochen, wenn das Gemüse weich ist. Geben wir dann das Fleisch wieder dazu und dann können wir die Soße samt Fleisch über die Teigwaren leeren. YouTuber. Ja, schnorren kann er. Schnorren kann ich. Wie das gesagt, entweder Prediger soll oder Moderator oder sonst irgendetwas. Ja, Wie ich höre so. das. Ja, ich bin Schnorri. Ja. Das ist unsere Gemüse Also- in die Pfanne. Es ist ja so, ich habe jetzt ein bisschen mehr Kohlenhydrate genommen, als ich hätte sollen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe durch den Tag ein bisschen weniger gegessen, als ich hätte müssen. Und deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Hunger. Und jetzt noch, ja, das war ein bisschen viel gewesen, ja. Lieber ein bisschen zu wenig. 1200 Kalorien jetzt auf die Mahlzeit bei mir. Ja, weil es ist gesund, also gesunde Fettsäuren. Liebe Leute, wir essen jetzt unser wohlverdientes Nacht. Und schauen dazu Herr der Ringe, oder? Genau. In dem Sinn ist das Video vorbei. Wenn ihr nichts verpassen wollt und euch meine Videos gefallen, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Nicht, Guten Appetit. ja, und nicht vergessen, sexy bleiben. Power, baby!